Ich verstehe die Frage nicht. Nee, okay. Das mit der Maske ist scheiße, wir machen das woanders. So, herzlich willkommen zu unserem Q&A-Video. Wir wollten das Ganze eigentlich Corona-regelkonform mit unseren Masken im Videoraum machen, haben jetzt aber festgestellt, das ist zu klein und wir verstehen keinen. Deswegen sitzen wir jetzt hier in meinem Büro. Ein Glück, mal so richtig flexen, ein großes Büro, geil. Wir haben jetzt nicht echt Kopfschütteln, das finde ich fantastisch. wenn ich schon cool sein will. Hier können wir den Abstand einhalten und hier machen wir jetzt unsere Fragerunde. Mein Kollege Manuel hat die Fragen eingesammelt. Er hat euch gefragt, was ihr mich fragen wollt. Ich kenne die Fragen noch nicht. Ich kriege jetzt die Fragen und dann schauen wir mal, wie meine Antworten sein werden und ob ich eine Antwort habe. Die erste Frage, unfassbar oft gestellt. Was ist das meistverkaufte Produkt im Turbozentrum? Wer hat das gestellt? Unsere Konkurrenz? Das darf ich leider nicht sagen. Okay, das ist die HD-Schlauchschelle 58 bis 75 mm. Alles Würde klar. ich behaupten, zumindest war es die letzten Jahre so in der Statistik. Wo kam eigentlich dieser riesige Turbolader her? Welcher ist denn der riesige Turbolader? Ach so, der grüne riesige Turbolader. Ah, das war, glaube ich, ein Bootslader oder von einem Generator? Ah, ich bin mir nicht sicher. Ich meine, es war ein Bootsturbolader. Müsste ich in der Werkstatt nachfragen, aber ich denke ein Bootsturbolader. Wo auch immer der herkommt, dazu kommt noch ein Video sehr, sehr bald auf unserem Instagram-Kanal. Nächste Frage. Kommt irgendwann mal ein Turbozentrum-Projektauto? Wir hatten vor 4, 5 Jahren eine tolle Idee, ein Projektauto zu machen und haben das aber durch den Umbau der Halle und alles wieder verworfen und dann wieder hin und her geschoben. Und ja, die große Quizfrage an der Sache ist immer, wenn ich ein Video machen wollen würde oder wenn ich ein Projekt machen wollen würde, möchte ich das immer so machen, dass man alles daran erklären kann. Es gibt irgendwie kein Auto, wo man alles erklären kann und dann ist man zu spezifisch an dem einen Auto. Naja, ich kann die Frage nicht beantworten. Schade, aber vielleicht ja doch. Vielleicht. Was ist ein Hybrid-Turbolader? Ja, die Bezeichnung eines Hybrid-Turboladers ist effektiv das, was wir jetzt Upgrade-Turbolader nennen. Das war früher, kommt das so ein bisschen aus dem Thema, man hatte früher T3-Turbolader und T4-Turbolader. Jetzt hat man dann die Frischluftseite des T4-Turboladers an die Abgasseite des T3-Turboladers gemacht und daraus ist entstanden, dass es einen T3-T4-Hybridlader gibt. So wie ja, klassisch das Begriff Hybrid für Mensch-Maschinen-Kombination, halt Mensch, halt Maschine ist ein Hybrid und so wurden die Turbolader damals Hybrid-Turbolader genannt. Sind aber effektiv Upgrade-Turbolader. Wenn wir gerade schon beim Thema Upgrade-Lader sind, worauf ist denn beim Tausch zu achten, wenn man auf einen Upgrade-Lader wechselt? Also was muss man danach beachten, wenn man den einbauen möchte? Also es hängt ja in erster Linie von dem Motor ab, den man hat. Also jeder Motor reagiert ja anders auf Mehrleistung. Viele sind robuster, viele sind nicht so robust. Ich würde also prinzipiell sagen wir, Ladeluftkühlung, Abgasanlage, Hosenrohr sollte gemacht sein. Je nach Fahrzeug so ein bisschen die Verdichtung reduziert werden. Und was ganz wichtig ist, es muss eine Abstimmung gemacht werden. Und ich betone immer, eine Abstimmung ist kein Chip-Tuning. Also nicht, ich kaufe ein fertiges Programm und baue jetzt das drauf, was es irgendwie gibt. Es muss ein Programm sein, was exakt für diesen Turbolader angepasst wird und ich sage jetzt mal auch für das Equipment drumherum, also für den Ladeluftkühler, für die Abgasanlage. Klar gibt es eine Möglichkeit, Upgrade-Lader zu fahren und das richtige Setup dazu für zu fahren und dann gibt es auch dafür ein Programm. Aber wir sagen immer Abstimmung, Individualabstimmung am Fahrzeug. Sind denn eigentlich die Mitarbeiterautos vom Turbozentrum auch alle aufgeladen? Alle. Inklusive meinem E-Bike. Nein. Wir haben ein paar Kollegen, die natürlich krass getunte Autos fahren und ein paar, die einfach nur Steno-Autos fahren. Und von den Steno-Autos, die jetzt hier draußen stehen, würde ich mal sagen, dass die eigentlich fast alle auch ein Turbomotor sind. Aber auch an der Stelle muss ich immer sagen, wir liefern ja Teile für Leistungssteigerung mit Schwerpunkt-Turboladern, also nicht nur Turbolader. Was ja auch dazu führen könnte, dass einer einen dicken V8 hat mit alles in Macht, was so geht. Sehr guter Punkt mit dem V8. Das ist tatsächlich die nächste Frage. V8-Sauger hat der Kollege und er hat nur eine Drosselklappe und er möchte wissen... Ist das ein Kollege oder jemand bei... Der Kollege ist ein Kommentar gewesen. Okay. Also er fährt einen V8-Sauger, hat nur eine Drosselklappe und er möchte wissen, ob er lieber auf Single oder Biturbo umbaut. Die Frage ist ziemlich individuell und würde ich an unsere Technik weiterleiten. Aber grundlegend hängt das von den Platzverhältnissen, die man hat, ab.
und so ein bisschen von dem Aufwand- und Kostenfaktor. Ein Biturbo ist definitiv teurer zu bauen als ein Single-Turbo. Wenn der Platz dafür da ist, würde ich ein Single-Turbo bauen. Wenn ich, das ist jetzt wirklich schwer zu sagen, weil wenn ich mittelmäßig viel Leistung fahren will, ist der Single-Turbo effektiver. Wenn ich ein sehr gutes Ansprechverhalten fahren will, ist wieder der Biturbo meiner Meinung nach effektiver. Bei ganz viel Leistung ist wieder der Single-Turbo. Naja, das ist wirklich schwer zu sagen und hängt meistens davon ab, welchen Einbauraum man hat. Wegen der einen Drosselklappe, das ist nicht das Problem, da kann man entsprechend die Luftführung so bauen. Das ist zum Beispiel beim Audi RS4 B7 Standard. Habe ich auch nur eine Drosselklappe, habe ein Rohr, wo das zusammengeht, habe dieses klassische Y-Stück vorne. Das kann man machen. Also damit würde ich jetzt diesen Schwerpunkt der Drosselklappe würde ich davon nicht abhängig machen, ob es ein Biturbo oder Single-Turbo ist. Was ist der Unterschied zwischen Druckverhältnis und Ladedruck? Jetzt müsste ich wissen, was mit Druckverhältnis gemeint ist. Ich glaube, das wurde wohl ab und zu mal in Videos oder so, hast du das wohl mal ab und zu gesagt, Druckverhältnis und mal Ladedruck oder so. Und ich denke, die Leute haben nicht ganz verstanden, ob es da einen Unterschied gibt oder... Also es gibt einen absoluten Druck und einen Ladedruck. Wovon wir immer reden, ist der Ladedruck. Das heißt, der Druck, der über dem Normaldruck, der in der Umgebung herrscht, aufgebaut wird. Also der zusätzliche Druck. Der absolute Druck, also der... Habe ich gerade absoluten? Ich habe Ladedruck gesagt, ne? Also wir reden vom Ladedruck. Es gibt noch den absoluten Druck, das ist dann der Totaldruck inklusive Luftdruck in der Atmosphäre. Je nach Wetterlage ist der ja unterschiedlich. Das ist das, was wir in der Kompressor-Map in einem Video mal erklärt haben. Und da sieht man zum Beispiel in der Kompressor-Map immer nur den Totaldruck, während der Druck, von dem wir reden, immer der Ladedruck ist. Das Druckverhältnis ist, das kommt jetzt darauf an, wovon man spricht, aber wenn die Frage so gemeint ist, hoffe ich, die damit beantwortet zu haben. Kann man mit einem Upgrade-Turbo, also nachdem man den eingebaut hat, auch kurzzeitig ohne Softwareanpassung fahren, zum Beispiel zum Abstimmer? Wenn es der Upgrade-Turbo ist und nicht irgendwelche anderen Sachen im Motor noch zusätzlich, obwohl selbst im Motor ist es okay, solange man ohne Ladedruck fährt. Also ich sage mal, man spricht immer von Teillast. Im Teillastbereich läuft der Motor ja praktisch normal nach der Regelung der Lambda-Sonde. Jetzt rattert es bei mir wieder im Kopf, welche Ausnahmesituation es geben könnte. Da gibt es bestimmt einige. Wenn ich andere Düsen fahre zum Beispiel, dann brauche ich auch erstmal ein Programm, damit das Ding überhaupt startet, weil sonst würde es nicht starten. Aber vom Grundsatz her kann man sagen, kein Ladedruck, absolut weiches Gaspedal und dann sollte das funktionieren. Schön, dass ich sollte sage, nein, funktioniert, solange der Motor im Teillastbereich ist, funktioniert. Wie wird denn die Düsengröße der Snow Performance Kits festgelegt? Oha! Anhand der Leistung, die man fahren möchte. Da gibt es eine schöne Tabelle und je nachdem, welche Leistung man fährt, legt man fest, welche Düse man hat. Deswegen haben wir das jetzt einfach gemacht bei uns im Webshop und da kann man jetzt beim Snow Performance Kit auswählen, welche Leistung ich habe. Also für welche Leistung das Kit sein soll. Genau so, ja, stimmt. Warum habt ihr keine Precision Turbos? Die Precision Turbolader sind, glaube ich, schon hier oder kommen jetzt an. Die erste Lieferung kriegen wir jetzt gerade zugeschickt sozusagen und je nachdem wie schnell wir sind, haben wir die demnächst auch im Shop. Seit ein paar Monaten kann man die Lader bei uns anfragen und auch ganz klassisch bestellen. Ja, damit wäre die Frage schon beantwortet. Also demnächst auch bei uns im Shop. Wann gibt es den EFR 7163 für TFSI wieder? Boah, ich hasse die Frage. Es ist ein leidiges Thema. Es tut mir wirklich wahnsinnig leid. Ich sage es auch fast jeden Tag auf Arbeit. Fast jeden Tag kommt jemand zu mir, wann haben wir diesen Lader wieder? Wir haben massive Probleme mit dem Krümmer. Dadurch, dass der Krümmer ein Integralkrümmer ist und für die meisten Gießereien super kompliziert ist und die sich damit alle super schwer tun mit dem Material, was wir haben, weil bei einem anderen Material wäre es alles kein Problem. Naja, und da wir halt immer so sind, auf alles höchstes, highest Level, das muss alles super cool sein, gibt es da massive Probleme. Jetzt haben wir diverse Muster bekommen, einige davon sind durchgefallen. Wir haben gesagt, wir brauchen 100% gute Ware und die Gießerei, mit der wir da gerade in Kontakt sind, probiert, was sie kann, aber es zieht sich und jeder Termin, den ich bekommen habe, wurde praktisch wieder verschoben und wieder verschoben und wieder verschoben. Ich kann leider keinen Termin sagen, es tut mir wahnsinnig leid. Ich wünschte, es wäre anders und naja, ich sage mal, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ist es richtig oder falsch? Die Frage fand ich wirklich sehr, sehr, sehr schwierig. Also ist es richtig oder falsch, den Krümmer zu umwickeln? Weil Hersteller wohl schreiben, dass man das nicht machen soll. Schönes Thema. Das ist eins meiner Lieblingsthemen. Ich persönlich bin kein Fan von Einpacken. Das Problem beim Einpacken von einem Krümmer ist immer so, dass ja darunter, ich sage jetzt mal, sich Kondenswasser bilden kann, was nicht schön ist. Es entsteht ein gewisser Hitzestau, was nicht so schön ist. Ich bin ein absoluter Fan davon, zum Beispiel das Hosenrohr in Abgasanlage einzupacken. Beim Krümmer muss man super vorsichtig sein. Es hängt wirklich davon ab, was für ein Krümmer man da hat, wie viel Luftzirkulation ist noch außen rum und warum muss ich den einpacken. Wenn ich zum Beispiel Hitzeprobleme im Motorraum habe und ich will Schläuche oder irgendwas schützen davor, dass die nicht zu heiß werden, dann ist es mehr oder weniger unabdinglich, das zu tun. Habe ich eigentlich genug Luftzirkulation oder Abluft, dann würde ich das nicht unbedingt tun. Also das ist wirklich schwer zu sagen. Also es gibt Fans davon und es gibt Leute, die sagen absolut gar nicht. Bei einem Stahlkrümmer würde ich es wahrscheinlich nicht machen, bei einem Edelstahlkrümmer würde ich es machen. Bei einem Gusskrümmer sage ich schon wieder nicht machen, weil der Gusskrümmer durch die Materialdicke da passiert irgendwas mit dem Gefüge, wenn da zu viel Stauhitze ist oder der die Hitze nicht außen wegkriegt. Ja. Und bei Stahl, Edelstahl wahrscheinlich einfach wegen Kondenswasser? Bei Stahl würde ich sagen, wegen Kondenswasser würde ich da Probleme sehen. Dann kommt es ein bisschen wieder auf den Anwendungsbereich drauf an. Wenn das Ding nur auf der Rennstrecke fährt und immer Feuer bekommt und danach aber dann ewig praktisch in der Halle steht, dann ist es ja okay. Wenn das aber so ein Tagesauto ist, so ein Alltagauto und der lullert nur im Stand rum oder im Stau bei 400 Grad Abgastemperatur, dann vielleicht nicht. Wie viel Mehrleistung kann man mit E85 rausholen im Vergleich zu Benzin? Beim gleichen Motor, gleiche Leistung, bloß eben E85. Ich bin kein Abstimmer. Ich habe noch nie einen Test gehabt zwischen Serienmotor Standardbenzin und Serienmotor E85 Benzin. Ich weiß, dass man was an der Zündung verstellen kann, um mehr Leistung zu fahren. Ich weiß auch, dass man größere Düsen in der Regel braucht, weil man bis zu 40% mehr Ethanol oder E85 braucht als normalen Kraftstoff. Dann entsprechend alles drauf abstimmen kann. Von dem, was man jetzt so von Fahrzeugen mit Leistung hört, wo es immer heißt Rennsprit und E85, würde ich mal sagen, roundabout 10 bis 20% mehr sind machbar durch die höhere Kühlung, durch andere Zündungen. Aber pauschal kann ich das nicht sagen. Und ich würde es jetzt auch nicht als leistungssteigerndes Feature benutzen. Wie lässt sich ein Umbau auf Turbo eintragen? Gar nicht. Gar nicht? Keine Ahnung. Okay. Ich bin noch kein Pfiffer. Ist das schön? Ist ja egal. Nee, muss ich wirklich sagen, es gibt ein paar, grundlegend braucht man ein Abgasgutachten. Man braucht, also erstmal das Abgasgutachten ist das Wichtigste und auf das Abgasgutachten baut alles auf. Und dann gibt es noch so eine Sachen mit Festigkeit der Karosserie und Pipapo. Mit einem Abgasgutachten kann man erstmal den Weg der Eintragung bestreiten. Es ist immer eine 21er-Eintragung, außer es macht jetzt eine Firma und sagt, okay, genau diese Bauteile sind drin, dann kann man das als Gutachten fertigen. Für frühere Eintragungen gab es Gutachten, dann gab es wieder Diskussionen, dann wurden die wieder ungültig und das ist ein ewiges Thema. Aber ist eine schwere, Frage ist für mich zu. Ist eine schwere Geburt wahrscheinlich dann. Ja. Ist Gold-Hitzeschutzfolie besser als die normale Alu-Hitzeschutzfolie? Normal im Sinne, so Anführungszeichen. Ne? Ich dachte gerade, jetzt kommt das Gold die bessere Wertanlage für die nächsten Jahre. Ja, die Goldfolie ist besser. Ich habe es früher für ein Gerücht gehalten. Also ich habe wirklich damals, wo das rauskam, wo die ersten Hitzeschutzfolien rauskamen, Gold, Silber, habe ich gesagt, das ist Schwachsinn, warum soll denn das Goldene besser sein? Wir haben damals, das ist ein sehr altes Video, findet man, glaube ich, auch noch. Findet man das auf einem YouTube-Kanal? Kann sein. Das Hitzeschutztestvideo? Ja, das gibt es noch. Da kriegen wir auch immer noch, das gucken auch immer noch Leute. Und da sieht man, dass es besser ist. Wie hoch sind schätzungsweise die Kosten für einen 500 bis 700 PS Golf 4 VR6 Turbo Umbau? Der wahrscheinlich meist durchgeführte Umbau, den man so findet aktuell. Die klassische Frage, das kommt wirklich darauf an, was man macht. Wenn man einfach nur das Ding auf Turbo schmeißen will und es fährt halt mit einem Turbo durch die Gegend, gab es früher, glaube ich, mal von uns ein Kit, das hat 3.500 € gekostet. Aber dann hat der ja nicht 500 bis 700 PS. 500? Doch. Ja? Ja. Naja, aber auch hier ist der Punkt so ein bisschen, also bis 700 ist schon wieder mit mehr Arbeit. Also da kommt es dann immer darauf an, will ich
mit einer Platte fahren? Will ich mit Kolben fahren? Will ich mit vernünftigen Ladeluftkühler und will ich, das sind also so viele Faktoren. Dass es schon gut gebaut ist. Also so, dass man sagt, das ist jetzt nicht komplett zusammengeschustert, aber es ist jetzt auch nicht aus Gold. Also ich würde mal pauschal sagen, man sollte so ungefähr 10.000 Euro zur Verfügung haben. Mit Abstimmung und allem Pipapo und mit vernünftigen Teilen. Es hängt ja davon ab, nehme ich jetzt den günstig gepreisten Airworks Turbolader, nehme ich einen High-End EFR Turbolader oder was auch immer es noch alles so gibt. Aber ich würde immer pauschal ungefähr 10.000 Euro einplanen. Man kriegt das auf jeden Fall günstiger hin. Also man kann es günstiger realisieren, auch mit vernünftigen Teilen. Aber ja, die Frage in der Tat nicht einfach so aus dem Bauch raus. Ja, aber da geht es ja recht noch so eine... 6.735,83 Euro. Aber nur mit 16% Mehrwertsteuer. So, noch 2 Fragen. Eine bezieht sich direkt auf den VR6. Und zwar, welches Öl für einen 400 PS GT30? Ich würde das Motul 300V nehmen, im Sommer das 20W60 und im Winter das 15W50. Boah. Kommt bestimmt dann gleich, nein, das darf man nicht. Nein, das Öl an sich, Motulöl ist ein sehr geiles Öl. Es gibt ein paar Motoren, wo es nicht gut funktioniert, aber es hat die Eigenschaft, dass es den Motor sehr sauber hält. Das ist auf dieser Ester-Core-Basis, hält den Motor extrem sauber. Und es ist sehr dickflüssig und das Dickflüssige hält den Öldruck immer stabil in vielen Situationen. Es gibt aber Motoren wie zum Beispiel der Lamborghini V10 Motor oder Audi A8 V10 Motor, der verträgt das Öl nicht gut. Da ist das Castrol 10W60 besser. Quasi die Bonusrunde. Oh, Bonus, jetzt. Bonusrunde, wie lang gibt es das Turbozentrum schon und wie ist das Turbozentrum entstanden? 16 Jahre gibt es das Turbozentrum. Wie es entstanden ist? Ja, dann bedanken wir uns fürs Zuschauen. Vielen Dank für die tollen Fragen. Ja. Wenn euch das gefällt, dann können wir das gerne wieder machen. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr uns einen Daumen hoch gebt, wenn es spannend genug war. Wenn es nicht gefallen hat, dann drückt 2-mal nach unten, damit es auch doppelt kommt. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Tschüss. Muss ich auch noch irgendwie was sagen? Nee, du wirst jetzt einfach winken können. Ja. Na, dann winken wir mal. Okay. Ja, das war doch fantastisch.